gerne noch mal ein größeres Lächeln. Sehr schön, perfekt, super cool. 5, 4, 3, 2, 1. Mein Name ist Willi Iffland, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Leipzig. Mode ist eigentlich mein Leben, weil es dreht sich in meinem Berufsleben dreht sich täglich um Klamotten. Stand heute habe ich, glaube ich, um die 170.000 Follower. Ich habe mich entschieden, hier bei dem Projekt mitzumachen, ganz einfach, weil ich halt ein Konsummensch bin durch und durch und irgendwie vielleicht auch hoffe, durch diesen Trip und dieses Projekt ein bisschen mehr über die Hintergründe zu lernen. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht sehr viel über die Kleidung, die ich habe. Natürlich außer dem, was halt im Hangtag steht. Ich weiß nicht, wie genau es produziert wurde. Ich weiß nicht, unter welchen Umständen es produziert wurde. Ich weiß halt nur, was es halt für Materialien sind. Und das ist eigentlich momentan immer noch das, was für mich am wichtigsten war. Mein Name ist Helene Fares. Ich bin Journalistin mit Schwerpunkt gesellschaftspolitische Aufklärung, Psychologie und Hip-Hop. Ich habe mich entschieden mitzumachen, weil mir das Thema natürlich sehr wichtig ist, weil wir in einer unfassbar schnelllebigen, kapitalismusorientierten Konsumgesellschaft leben. Ich habe keine Angst vor der Reise. Ich würde eher sagen, also sehr viel Respekt. Ich habe noch nie wirklich persönliche Begegnungen mit Locals aus Kambodscha gehabt. Von daher bin ich schon sehr gespannt und bin aber auch guter Dinge, dass die wirklich alle sehr cool drauf sind. Ich glaube, mich erwarten Zeiten, die mich emotional ganz schön aufwühlen werden. Ich glaube, ich werde Menschen begegnen, die mich bewegen. Ich bin immer so ein Mensch, der sehr unvoreingenommen an solche Projekte rangeht. Deswegen lasse ich einfach alles auf mich zukommen und hoffe, hier mit einem sehr guten Gefühl auch wieder abzureisen. Well, who's gonna stop me? Hello, good afternoon. Okay, welcome. Nice to meet you. I'm Nice to meet Helene. you. Yeah, my name is Sophia. Nice to meet So you. I'm going to show you around this temple. Yes, I And would this love is that. one of the biggest temple in Cambodia. This one is Angkor Wat Temple. Yeah. So this one it was built from 12th century by the Hindu king, the king named Surya Varaman II. And actually, you know, that king he was Hindu, so he built a temple here for dedicated to his god, to Vishnu god. Do you know about Vishnu? Yeah. Vishnu, one of the three main gods in Hinduism, the one Yeah. with many arms. Later on, from 16th century, the temple converted from Hindu to Buddhism.
So now we have two religions combined, yeah, Hindu and Buddhist together. Yeah. So they have all the different statues in there? Yeah, so now you can see Vishnu and the Buddha in the same temple because they are like combination. Yeah. That's super interesting. Yeah. See the tower of the temple? Yeah. From the ground to the top, that is 65 meters high. You know all the building, like new hotels or people in the same town, they build lower than this temple. How long did it take to build the temple? Actually, this temple, it took like 37 years to build. Yeah, they started from the year 1113 until 1115. Wow. You can see around up this area, they also designed with the lotus flower, you see around. Because lotus flower, that is a holy flower for the God and for the Buddha. Yeah, you know why lotus? Because the lotus, they will grow up from the dirty. When they come over the water and the mud, it will very purified flower. Even like people pray, they make their hand like this, you see? It's like this. Like a lotus flower? Like a lotus flower before open, yeah. So why you put it here for friends? For friends, for family, or for Buddha, for king. Yeah, so we have to create because different level. Well, this is very, very interesting, and thank you so much. Thank you. So, អរគុណច្រើន and ជំរាបលា 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 I told you. Die Killing Fields sind ein Massenvernichtungslager aus der Zeit des Völkermords und den Roten Khmer. Zwischen 75 und 79 sind hier ca. 2 Millionen Menschen kaltblütig ermordet worden. Von diesen Lagern wie hier gab es ungefähr 300 Stück. Die Menschen, die hier hergebracht wurden und umgebracht wurden, waren zum großen Teil Menschen, die gebildet waren, sozusagen die Elite des Landes, die den Roten Khmer ein Dorn im Auge waren. Und alle Leute, die, blöd gesagt, ein Buch lesen konnten, waren halt sozusagen schon gebildet. Und es hat schon gereicht, um hierher gebracht zu werden, um umgebracht zu werden. Und das ist halt eine absolute Katastrophe, ne? Also das Land wurde dadurch ja auch mehr oder weniger wieder um Jahrzehnte zurückgeworfen. Der Baum nennt sich The Killing Tree und speziell Babys und Neugeborene oder junge Kinder wurden hier dann von den Wärtern an den Füßen gepackt und dann sozusagen mit voller Wucht gegen den Baum gehauen. Und ja, was dann passiert, muss man, glaube ich, jetzt nicht sagen. Es wird halt gefühlt von Station zu Station irgendwie krasser hier. Ich glaube, das kann man genauso wie in Deutschland damals im Zweiten Weltkrieg auch 0,0 nachvollziehen. Man kann nur versuchen, das zu verstehen. Und das Allerwichtigste eigentlich, man kann eigentlich nur versuchen, aus der Geschichte halt zu lernen und dass sowas halt nie wieder passiert halt, ne? Und das sollte eigentlich die oberste Prämisse sein. Ja.